Das sind so kleine weirde Ticks, die ich mittlerweile bei mir selber beobachte. Ich weiß nicht, ob das so... Den Workspace komfortabel zu gestalten. Genau, den Workspace komfortabel zu gestalten, so. Oder dass der Tisch mittlerweile auch hoch genug ist, man wird ja auch älter. Ja, moin, ich bin Cyril, Produzent und DJ und als Künstler kennt ihr mich vielleicht als Mystigri. Wenn du auf einer Hausparty bist, welche Art von Gast bist du? Auf jeden Fall der betrunkene Gast. Irgendwann. Aber eigentlich auch dann sehr lieb und mache nichts kaputt. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß und lass mich gehen. Auch wenn du auflegst, bist du auch der Betrunkene? Auf einer Hausparty auf jeden Fall. Muss sich ja auch irgendwie lohnen. Was treibt dich an als DJ und als Label-Operator? Ja, ich fange mal als DJ an. Ich würde sagen, die Musik, auch wenn das vielleicht ein bisschen stumpf klingt, aber ich habe eine sehr innige Beziehung zur Musik. Das ist mein Safe Space. Wenn es mir schlecht geht oder wenn ich unterwegs bin oder wenn ich zu Hause bin, höre ich immer die ganze Zeit Musik. Ich habe viel Durchlauf auf jeden Fall. Und das Ganze kommt daher, dass ich halt früher schon immer Leuten geschrieben habe, ey, hört dir mal den Track an, check das mal ab. Und solange ich da immer noch Bock drauf habe, also ich glaube, deswegen bin ich irgendwo auch DJ geworden, weil man halt die Musik raussuchen kann, kombinieren kann und anderen Leuten zeigen kann. Und solange ich, glaube ich, meinen Freunden und Freundinnen bei WhatsApp noch Nachrichten schicke und sage, ey, hör dir mal den Track an, mache ich, glaube ich, weiter als DJ. Und das mit dem Label ist gerade super neu, es ist gerade erst gegründet, wir haben noch keinen Release, das kommt aber noch. Ist, glaube ich, dasselbe, wenn die Musik, also natürlich kann ich da auch meine eigene Musik raushauen, die kann man aber leider irgendwann nicht mehr hören, deswegen gerne Musik von anderen Leuten und Musik, die mich berührt und ich habe einfach Lust, Leute zu supporten, die coole Sachen machen. Ja. Geil. Was sind für dich die wichtigsten Kontakte, die du aus der Musikszene kennengelernt hast? Warum und wie hast du sie kennengelernt? Schwierig. Also ich kann es nicht an einer Person festmachen. Es sind viele Leute und wenn ich jetzt einzelne Personen rausnehmen würde und die beschreiben würde, würde es vielleicht an Unrecht tun, aber es ist immer eine Zusammensetzung von Menschen, die einen supporten, die an einem glauben. Ich meine, man muss ja auch die ersten Male irgendwo spielen oder auch dann vielleicht später irgendwelche größeren Sachen irgendwo spielen und es beinhaltet immer Leute, die an einen glauben und einen unterstützen wollen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste sind einfach die engen Leute, die einen supporten. So, wenn meine Freunde und Freundinnen zu den Gigs kommen und vorne stehen und ich halt morgens um 4 müde bin und die halt, also andere Leute auch, aber vor allem die halt sehe, wie die angekommen sind und dann halt in der ersten Reihe stehen. Das pusht einen und die haben mir auch gesagt, als ich angefangen habe, Musik zu machen, mach das, wir finden das gut und haben sich auch mein ganzes Gemotze und meine ganze Wut angehört. Also ich glaube, so der engere Kreis, der immer da ist, in Kombination mit Leuten, die einen supporten und an einen glauben, ist, glaube ich, das wäre meine Antwort. Für die Zeiten, wenn man selbst vielleicht auch nicht mehr daran glaubt. Oder genau, also ich hatte auch schon Zeiten, wo ich auch keinen Bock mehr hatte und wenn dann Leute kommen und einem Feedback geben. Ich hatte vor kurzem, war ich auf einem Festival nach einer längeren Zeit, wo bei mir nicht viel ging, wo ich nicht viel gespielt habe. Es war Winter, ich war nur zu Hause eingeschlossen und habe sehr viele Leute das erste Mal seit vor Corona wiedergesehen, die ich aus der Musikszene kenne. Wo ich nicht dachte, dass die noch mich auf dem Schirm hatten. Es war einfach super schön, die wiederzusehen. Die haben gefragt, wie es mir geht, was meine Musik macht, haben gesehen, dass ich jetzt in Berlin wohne, was ich tue und es hat mir einfach mega viel Energie gegeben. Also einfach ehrliche Kontakte auf Augenhöhe sind, glaube ich, das Ding. Ja. Nice. Hinsichtlich deiner Learnings so als Producer, wie entwickelst du dich da weiter? Also hast du einen bestimmten Weg, den du gehst als Producer? Gibt es irgendwelche Ziele, die du dir setzt? Oder wie kommst du da so auf das nächste Level, wenn es das überhaupt noch gibt? Ja, da gibt es schon noch viele Levels. Ich setze mir richtig viele Ziele immer und meistens kriege ich es aber dann nicht hin. Also es ist sehr viel Chaos in meinem Kopf. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich mich hinsetze und was produziere, wenn was anderes bei rauskommt. Und es hat seine Vorteile, aber auch große Nachteile. Aber ich habe einfach Lust, mich weiterzuentwickeln und selber zu fordern. Ich glaube, Musik generell, wenn man sich dieses Business gibt und sowas macht, man fängt ja nicht am Anfang mit dem Ziel, boah, ich will jetzt vor Leuten stehen und auflegen. Keine Ahnung, manche Leute vielleicht schon, aber ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Und dann als Produzent sitzt du halt 1000 Stunden allein in deinem Zimmer und hörst dir die ganze Zeit denselben Schrott an, der sich ganz am Ende vielleicht gut anhört, am Anfang eher nervig. Und ja, da muss man einfach Bock drauf haben und da habe ich einfach Lust, mich weiterzuentwickeln, neue Sachen zu lernen, auszuprobieren und vor allem auch mal an den Rand meiner Komfortzone zu gehen. Es tut oft weh, aber so manchmal kommt auch was Gutes bei raus. So entwickelt man sich dann weiter, oder? Wahrscheinlich. Ich hoffe, ja. Also das ist zumindest mein Ansatz. Und wenn du so an deine Zeit als Producer oder vielleicht auch im Alltag
als Producer, DJ, was sind so die größten Herausforderungen, würdest du sagen? Also ich würde sagen, auf jeden Fall so die Stimme in meinem Kopf, mentale Struggles. Ich glaube, egal was man macht in kreativer Arbeit, sei es Schreiben, Bilder malen, Musik produzieren, man hat immer eine kleine Stimme, man ist immer sein eigener schlimmster Kritiker und sich damit auseinanderzusetzen, sich dem zu stellen, ist auf jeden Fall, glaube ich, die größte Herausforderung. Plus on top, wenn man sich dann noch der Öffentlichkeit öffnet und seine Arbeit der Öffentlichkeit zeigt, da macht man sich auch noch für Kritik von anderen Leuten offen. Die kann gut sein, die kann schlecht sein, aber meistens sind die Leute, haben nicht so das Verständnis dafür, da kommt auch viel Schlechtes bei rum. Und sich damit auseinanderzusetzen, permanent ist, glaube ich, die größte Challenge. Ja. Und wenn du jetzt auf Marketing schaust, das ist ja auch für viele Underground-Artists generell ein großes Thema, mit dem sie sich befassen müssen, mehr oder weniger. Oder es wird wahrscheinlich schwierig, ohne Marketing, ohne Social Media weiter aufzusteigen als Artist. Wie schaffst du da die Balance zwischen Kreativität, aber auch Marketing? Also so das im Einklang zu haben? Gar nicht. Also ich hatte tatsächlich öfters die Phase, wenn ich mich mit dem ganzen Musikbusiness auseinandergesetzt habe, sei es jetzt Promoter anschreiben, Labels anschreiben, irgendwie überlegen, wo ich was release, wie ich meinen Social Media Account, Instagram oder so gestalte, dass ich dann immer eine krasse Blockade hatte, was Musik angeht. Also ich habe dann im Studio nichts mehr hingekriegt und ich habe auch Phasen gehabt, wo ich mich natürlich ich bin immer noch zu viel auf Insta zum Beispiel, das ist immer noch ein Problem. Natürlich ist es auch ein cooles Tool, sich zu connecten und zu sehen, was bei anderen Leuten abgeht. Man kann denen schreiben, das ist super cool. Aber natürlich die Kehrseite ist, man vergleicht sich auch. Und das ist halt einfach eine negative Spirale. Und ich versuche zumindest meine kreativen Zeiten, wenn ich halt gerade einen Flow habe und irgendwie ein paar Tracks mache oder mich gut fühle und irgendwas hinkriege, dann versuche ich nicht irgendwie an Labels zu schreiben oder versuche das zu minimieren, weil ich genau weiß, dass wenn das bei mir wieder kommt, dann habe ich halt Selbstzweifel. Dann denke ich mir, okay, was ist, wenn die jetzt nicht antworten, etc. etc. Und dann choke ich, dann kriege ich gar nichts mehr hin. Deswegen habe ich jetzt auch lange nichts mehr released, viele fertige Tracks, aber ich glaube, im Winter muss ich dann mal wieder diesen verhassten Marketing-Part beginnen. Aber das heißt, du hast so Phasen wirklich. Also du sagst dir, okay, jetzt bin ich kreativ für ein paar Monate und dann widme ich mich der Business-Seite oder dem Marketing. Ich wünschte, ich könnte sagen, jetzt bin ich kreativ und dann würde es kommen. Also da kommt auch viel Scheiße bei rum und viel Schlechtes, aber manchmal hat man ja Phasen, wo einfach man im Flow ist und dann stimmt es einfach und ich habe es lange nicht verstanden, aber wenn ich dann zu sehr an das Produkt, also das Produkt meiner Kunst, meines kreativen Outputs denke, dann kommt safe, habe ich mittlerweile beobachtet, irgendwann der Cut und dann sitze ich nur rum und bin frustriert. Deswegen versuche ich es gut möglichst zu trennen. Ich kriege es nicht immer gut hin, aber das habe ich auf jeden Fall in den letzten 3 Jahren gelernt, um einfach den Spaß an der Sache zu behalten. Gibt es Gewohnheiten oder Rituale, die du als DJ hast? Es gibt so ein paar kleine Ticks, die ich mittlerweile habe im Auflegen. So. Ich habe irgendwie gerne, wenn ich mit DJ spiele, neben dem DJ so ein bisschen Platz, dass ich so da wo man den Pitch hochschieben kann, also dass die Geschwindigkeit, habe ich so gerne Platz für meine Hand, dass ich die ablegen kann. So. Das sind so kleine weirde Ticks, die ich mittlerweile bei mir selber beobachte. Ich weiß nicht, ob das so den Workspace komfortabel zu gestalten. Genau, den Workspace komfortabel zu gestalten. So. Oder dass der Tisch mittlerweile auch hoch genug ist, man wird ja auch älter. Aber ich bereite mich schon oft darauf vor und wenn es möglich ist, natürlich, wenn man jetzt irgendwie zweimal hintereinander spielt oder auf einem Festival ist, den Abend davor auf jeden Fall Ruhe haben. Ist halt immer die Frage der Zeit und wann man spielt. Also wenn es geht, gehe ich davor auch pennen. So, wenn ich um 5 Uhr morgens spiele, dann gehe ich davor nicht im Club und dann schlafe ich halt bis 3:30 Uhr oder bis 4 Uhr und gehe dann dahin. Also ich versuche auf jeden Fall so fit wie möglich zu sein. Wie arbeitest du mit anderen KünstlerInnen zusammen? Also wie baust du dir beispielsweise ein Team auf oder Support in deiner Musik? Ja, also ich hoffe, ich arbeite mit anderen KünstlerInnen gut zusammen. Bis jetzt war das immer das Feedback gut. Also ich versuche generell, es gibt ja auch Leute, mit denen ich zusammenarbeite für Musik, wo wir uns im Studio treffen, als Beispiel. Und ich finde bei sowas immer super wichtig Respekt und auch Augenhöhe. Also ich glaube, wenn jemand anders zum Beispiel zu mir kommt in mein Studio, mit der ich Musik mache,
ich habe auch meine Marotten und meinen Workflow und dann passieren manchmal vielleicht auch Sachen, wo ich denke, so, boah, das finde ich jetzt nicht so cool. Aber dann, anstatt halt zu sagen, das finde ich jetzt nicht so cool, vielleicht mal zu gucken, wie sich das entwickelt. Also einfach irgendwie sich öffnen und vielleicht auch einfach das Ego rausnehmen, was man hat. Und dann können, glaube ich, coole Sachen passieren. Und ich denke, es ist ein Geben und Nehmen. Also wenn ich Leuten ehrlichen Support gebe, ohne was von denen zu wollen und denen auf Augenhöhe entgegentrete und halt das feiere wirklich, was die machen, dann wird die Chance wahrscheinlich auch höher sein, dass das irgendwann zurückkommt. Aber ich finde, das darf man nicht mit Erwartungen machen. Und wo siehst du dich in 3 Jahren? Also worauf möchtest du gerne zurückschauen, wenn du... Ja, gute Frage. Immer noch Spaß an der Mucke, das wird wahrscheinlich kommen und weniger arbeiten, mehr Zeit für Musik. Idealerweise, dass halt Musik besser läuft, dass ich weniger arbeiten muss. Dann habe ich mehr Zeit, das zu machen, was ich liebe, und das ist halt Mucke produzieren, aufzulegen. Das heißt im Endeffekt dann auch hauptberuflich? Schön wär's, aber ich mache mir auch keine Illusionen. Es ist sehr schwierig zu erreichen. Man kann es sich, glaube ich, so vorstellen wie beim FC Bayern Fußball spielen. So, es gibt 1% der Leute, die es schaffen. Kommt auch darauf an, welchen Lebensstand man haben will. Und das ist bei mir aktuell noch nicht so. Aber deswegen, mit dem Dayjob ist auch ganz okay. Dann kann ich das, was ich machen möchte, machen, dass es mir Spaß macht. Ich habe da einfach keinen Stress. Ja. Nee, wer weiß, in 3 Jahren. Die Daumen sind gedrückt, die harte Arbeit wird reingesteckt auf jeden Fall. Und allerletzte Sache, wenn du einen Tipp hast oder einen Ratschlag, den du einem anderen oder einer anderen DJ geben würdest, was wäre der? Sei kein Arschloch. Naja, also ich kann da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber oftmals ist es ja so, dass man sich mit Leuten connecten will. Es hilft ja auch, wenn man sich gegenseitig pusht und supportet, und ich glaube, was ich vorhin schon meinte, auf Augenhöhe, respektvoll. Das sind auch nur Menschen, die halt Mucke machen, und wenn man das irgendwie versteht und halt ehrlich auf die zugeht, authentisch ist und auch irgendwie trotzdem die Grenzen bewahrt und freundlich ist, auch wenn es vielleicht nicht klappt, so, ich glaube, damit bin ich zumindest am besten gefahren, einfach irgendwie ich selbst sein und halt respektvoll. Also ich versuche kein Arschloch zu sein, und das würde ich auch allen so weiterempfehlen.